Teure Langstreckenflüge in der Business Class für nur einen Bruchteil des Ticketpreises kaufen. Geht das wirklich? Ich habe es ausprobiert und in diesem Video will ich dir zeigen, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin. Travel Hacking, das ist etwas, das momentan in aller Munde ist, zumindest wenn du den sozialen Medien und YouTube glauben kannst. Was ist Travel Hacking? Nun, mit Travel Hacking ist gemeint, dass man als Unternehmer, Freiberufler oder Investor seine ganz normalen Geschäftsausgaben dafür nutzt, Air Miles zu sammeln und mit diesen Air Miles dann sehr günstig an Ticketpreise kommen kann. Vor allen Dingen macht sich das bemerkbar, wenn man Langstrecke fliegt und das auch noch Business Class. Denn da ist es ja ziemlich teuer. Da können wir schnell mal davon ausgehen, dass ein Flug 5.000 Euro oder mehr kostet. Tatsächlich behaupten viele, dass man solche Tickets schon für nur 500 Euro, also für 10% des offiziellen Ticketpreises erwerben kann. Das ist Travel Hacking. Und ob das wirklich funktioniert, das habe ich ausprobiert. Und in diesem Video will ich dir meine Erkenntnisse präsentieren. Warum ist das überhaupt relevant? Nun, wenn du diesem Kanal schon länger folgst, dann weißt du, dass es bei uns um das Thema Auswandern geht. Und viele Unternehmer, Freiberufler und Investoren, die auswandern, gründen eine amerikanische LLC. Über diese amerikanische LLC besorgen sich dann amerikanische Business-Kreditkarten. Mit diesen Business-Kreditkarten kann man eben dann seine ganz normalen Geschäftsausgaben tätigen. Ich sag mal zum Beispiel Google Ads, Facebook Ads, Reisekosten, Mietwagen, alles andere, was du sonst noch so an geschäftlichen Ausgaben hast. Diese Karten erlauben es einem sehr großzügig, dann solche Punkte zu sammeln, zum Teil viel, viel besser als europäische Karten. Und mit diesen Punkten kannst du dann eben fliegen. So, wir machen das selbst für unsere Mandanten auch. Also wir können dir eine solche LLC gründen. Wir können dir dann dabei helfen, eine amerikanische Bonität aufzubauen. Die brauchst du natürlich, um diese Karten zu bekommen. Ich habe dir ja auch schon etliche Videos dazu gemacht. Ich packe nochmal alle Details in die Beschreibung dieses Videos. Wenn dich das interessiert, können wir dich dabei gerne unterstützen. Wie gesagt, die amerikanische LLC, eine sehr pflegeleichte, buchhaltungsfreie, steuerfreie amerikanische Rechtsform, immer dann zu empfehlen, wenn du keine Betriebsstätte in den USA hast. Über dieses Konzept habe ich vor kurzem einmal mit einem Mandanten gesprochen, wie auch schon so oft. Und bei den meisten Mandanten ist es so, dass die natürlich heute schon fleißig Meilen sammeln und auch schon tatsächlich da natürlich Flüge und andere Dinge mit diesen Meilen kaufen. Aber ich sprach eben mit diesem Mandanten und er sagte mir, ich habe schon seit vielen Jahren eine Amex, ich sammle auch fleißig Punkte, ich habe schon Hunderttausende von Punkten, aber wie ich jetzt damit eigentlich Flüge buchen kann, das ist mir bisher noch gar nicht so klar geworden. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie diese Mandanten auch, aber wenn man das nicht ständig macht, dann ist vielen gar nicht bewusst, wie das eigentlich alles zusammenhängt, wie das eigentlich geht. Und da habe ich mir gedacht, dann probiere ich das Ganze doch einfach einmal aus. Schau mal, wie man einen solchen Flug buchen kann und nehme parallel dazu ein Video auf, dann kannst du live am Screen verfolgen, was ich da gemacht habe und wie das Ganze funktioniert. Ich mache das bei British Airways, weil ich eben bei British Airways im Vielfliegerprogramm bin. Das funktioniert aber natürlich bei den anderen Vielfliegerprogrammen ganz entsprechend. Also egal, ob du jetzt Miles and More oder sowas hast, was ich dir jetzt gleich bei British Airways zeige, das gibt's natürlich dann auch bei den anderen Airlines beziehungsweise bei den anderen Airline-Gruppen. Also zunächst mal das Grundkonzept nochmal ganz schnell erklärt. Du bist ausgewandert, du hast eine amerikanische LLC. Du betreibst mit dieser amerikanischen LLC ein Unternehmen, sagen wir mal irgendeinen Online-Shop, dann hast du ja alle möglichen Geschäftsausgaben. Du musst Waren einkaufen, du musst Server bezahlen, du musst vielleicht Mitarbeiter bezahlen über Upwork, du hast Facebook-Ads, die du kaufst, du hast Google-Ads, die du kaufst und so weiter und so fort. Reisekosten, also deine ganz normalen Geschäftsausgaben. Und da kommen ja mal schnell, je nachdem wie groß das Business ist, auch einige Beträge zusammen, vielleicht 5-stellige Beträge im Monat, vielleicht 6-stellige Beträge im Monat. So, anstatt dass du das jetzt einfach über irgendwelche Debitcards bezahlst oder per PayPal oder per Überweisung, ist dann die Idee mit der LLC, sobald du entsprechende Kreditkarten hast, zum Beispiel eine amerikanische American Express oder auch Karten von Chase, dass du dann all diese Ausgaben über genau diese Karten tätigst. Genau diese Karten haben normalerweise einen ziemlich großen Verfügungsrahmen. Eine meiner amerikanischen Kreditkarten hat zum Beispiel einen Verfügungsrahmen von $120.000. So, damit dein Credit nicht ruiniert wird,
gleichst du das natürlich am Monatsende komplett wieder aus. Das heißt, du bezahlst die gesamte Kreditkartenrechnung. Hier geht es also nicht darum, dass du jetzt hier irgendwelche Darlehen bekommst, die du dann verwenden kannst, weil du anderweitig keine Finanzierungsmöglichkeit hast, sondern hier geht es darum, dass du eigentlich den Cashflow hast in deinem Business, aber du tätigst schlicht und ergreifend eben die Einkäufe über diese Kreditkarten, die du dann am Monatsende wieder abbezahlst. So, für jeden Dollar, den du ausgibst, bekommst du dann in der Regel einen Punkt. Zum Beispiel eben einen Chase-Punkt oder einen Punkt bei Amex. Jetzt ist es aber so, dass bei Chase und Amex bei manchen Business Cards, bei den besonders guten Business Cards, du nicht nur einen Punkt bekommst, sondern du 4 Punkte bekommst. Zum Teil 5 Punkte, manchmal auch 3 Punkte oder doppelte Punkte. Das hängt dann ein bisschen von der Karte ab und um was für eine Kategorie von Ausgaben es geht. Darauf will ich jetzt momentan nicht eingehen. Also nehmen wir mal an, du kaufst im Monat für $10.000 Facebook Ads oder Google Ads, dann kriegst du möglicherweise 30, 40 oder sogar 50.000 Punkte dafür. So, und jetzt werde ich mich bei British Airways einloggen. So, hier ist jetzt mein British Airways Club Account. Also das ist mein Vielflieger-Account von British Airways. Hier habe ich also 203.000 Avios gesammelt. Avios ist das Äquivalent zu Meilen beim Miles & More Programm, die British Airways verwendet. Also, wir waren ja gerade eben stehen geblieben bei den Punkten, die ich sammeln kann mit den Kreditkarten. Diese Kreditkartenpunkte kann ich dann eben umwandeln in diese Meilen oder eben diese Avios bei den verschiedenen Airline-Programmen. In der Regel funktioniert das 1:1. Das heißt, wenn wir das Beispiel nehmen von gerade eben, ich gebe $10.000 mit der Karte aus, 40.000 Punkte bekomme ich dann kann ich diese 40.000 Punkte in 40.000 Avios dann umtauschen. Die kommen dann hier auf meinem Avios-Konto sozusagen an. So, und mit diesen Punkten kann ich nun tatsächlich Flüge buchen. Und das ist eben besonders interessant bei Business-Class-Flügen, bei Langzeitflügen der Business Class, denn die sind eben besonders teuer und natürlich First Class ganz genauso. So, und wenn du jetzt wie ich relativ viele internationale Flüge machst, nicht nur in die USA, sondern auch in die Philippinen, nach Südamerika, nach Afrika und so weiter, dann macht sich das schon ganz extrem bemerkbar. Und wie gesagt, du hast ja dadurch keine höheren Ausgaben oder sowas oder musst irgendwas in deinem Business groß umstellen bei den Abläufen. Du verwendest einfach eine andere Zahlungsmethode für deine Business-Ausgaben. So, jetzt schauen wir uns doch mal an, wie ich jetzt hier konkret einen solchen Flug buchen könnte. Das heißt also, hier habe ich jetzt meine Avios, die habe ich übertragen von meiner American Express oder Chase-Karte. Und jetzt buche ich mal einen Flug. Wie gesagt, das ist jetzt British Airways. Das geht aber bei Lufthansa dann ganz ähnlich. Man muss halt dann die richtigen Menüpunkte finden. Book a flight with Avios. Also jetzt kann ich mir hier anschauen, wohin ich reisen möchte. Jetzt gebe ich hier einfach mal an London, alle Airports und nehmen wir mal an, ich gehe nach New York. So. New York City, wann will ich gehen? Ich will gehen am, sagen wir mal, in einem Monat. 17. April und dann will ich wieder zurückkommen, eine Woche später und wir nehmen jetzt mal hier einfach Business. So, jetzt klicke ich auf Get Flights. So, jetzt schauen wir mal. London nach New York. Hier sehe ich jetzt, welche Flüge ich buchen kann mit Meilen. Also erstmal sehe ich, First Class sieht schon mal schlecht aus, aber ich will ja auch nicht First Class fliegen, ich will ja auch Business Class fliegen und da ist ja etliches verfügbar. So, schauen wir uns zum Beispiel mal hier an. 11:35 Uhr fliegen wir los. Okay, sagen wir mal Business Class, wähle ich aus. So. Und jetzt kommen wir zum Rückflug. Das ist dann eine Woche später. Tja, da sehen wir jetzt, da ist jetzt keine Business Class mehr verfügbar an diesem Tag. Ich könnte jetzt Economy buchen, aber will ich natürlich nicht. Also klicken wir mal hier am Samstag. So, Samstag sieht's ja dann schon wieder deutlich besser aus. Nehmen wir mal, wann will ich wegfliegen in New York? Am besten Fall natürlich immer am Abend wegfliegen in Amerika, dann kommt nämlich am nächsten Morgen an. Kann man auch in dem schönen Schlafsitz dann etwas schlafen. Also sagen wir mal, ich fliege hier abends weg um 20:55 Uhr JFK. So, jetzt siehst du also, was kostet der ganze Spaß? 176.000 Avios und eben hier siehst du, alles, was ich bezahlen muss, ist 399 Pfund. Der Rest wird komplett mit Meilen bezahlt. Du hattest ja gesehen, ich hatte auf meinem Meilenkonto ungefähr 200.000 Punkte. Ich kann jetzt diesen Business-Class-Flug hier also für nur 399 Pfund, ungefähr 500 € buchen. So, jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, wirklich, was dieses Ticket hier auf dem freien Markt kosten würde, wenn ich das jetzt direkt bei British Airways kaufe.
Hier habe ich schon die Suchmaske. Also gehen wir mal London, All Airports to New York. Das 17.04. war es und zurück war dann am 25.04. Business Class wollen wir fliegen. So. Und jetzt suche ich mal aus, was dieser gleiche Flug eigentlich kosten würde. Ja. So, also was haben wir hier? 11:35 Uhr, dieser Flug, der ist jetzt gerade im Sale. Jetzt gibt es hier verschiedene Preiskategorien. Ich kann tatsächlich diese Flüge, die ich mit Meilen buche, sehr einfach wieder ändern, zumindest 24 Stunden vor Abflug. Aber das volle Business Flex habe ich nicht, wo ich dann letztlich jederzeit hier umbuchen kann oder auch stornieren kann. Aber möglicherweise diese Kategorien ist egal. Ich wähle jetzt einfach mal hier den günstigsten Tarif aus. So, jetzt wählen wir den Rückflug aus, den ich gewählt habe. Der war ja am Abend. So, der war ja hier um 20:55 Uhr. Alles in allem kostet dieser Flug also ungefähr 3.500 Pfund, was eigentlich für Business Class relativ günstig ist, muss man sagen. Aber es ist ja auch nur ein relativ kurzer Business Class Flug da über den Atlantik. Also 3.499. Ich habe mit Meilen ungefähr 10% dafür bezahlt. So, also du hast es gesehen, so einfach geht das. Die eigentliche Flugbuchung ist also, wie gesagt, sehr einfach. Was hier mal eine gewisse Vorbereitungszeit braucht und da musst du tatsächlich ungefähr ein halbes Jahr rechnen, bis ein Jahr, bis du dann den entsprechenden Credit hast in den USA, damit du dann eben auch diese Karten bekommst, mit denen du dann optimiert Meilen sammeln kannst. Aber wenn du entsprechende Geschäftsausgaben hast, dann wirst du sehen, dass du in relativ kurzer Zeit viele Meilen sammelst und dass dann sogar deine ganze Familie möglicherweise mit dir Business Class um die Welt fliegen kann. Der Prozess ist dabei immer der gleiche. Zuerst wird die LLC gegründet. Über die LLC besorgen wir dir dann deine persönliche Steuernummer in den USA. Damit wird der Credit aufgebaut. Du kriegst ebenfalls eine persönliche Wohnanschrift in den USA. Dann kann man anfangen, für dich Kreditkarten zu besorgen und dann geht es eben eine gewisse Zeit, bis der Credit immer besser wird, bis dein Credit Score immer besser wird, bis du dann irgendwann die Top-Karten hast, mit denen du dann optimal Meilen sammeln kannst. Wie gesagt, das ist schon eine Sache, die man etwas langfristig planen muss. Ein halbes Jahr bis ein Jahr würde ich schon einrechnen und wie gesagt, wir können dich komplett dabei unterstützen. Ich hatte ja vor kurzem erst ein Video gemacht, wo ich beschrieben habe, wie ich mit einem der Teilnehmer unserer Reise nach Austin, in Austin zur Bank gegangen bin und dort dann eben bei Chase Konten eröffnet habe, eben genau aus diesem Grund ein persönliches Konto für ihn und auch ein Geschäftskonto. Dieses Banking-Setup in den USA hat natürlich auch noch andere Vorteile. Die USA nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Die US-Konten sind nicht Teil des Europäischen Zentralen Kontenregisters, das zwischen 2027 und 2029 eingeführt wird. Und natürlich befinden wir uns in einem ganz anderen Währungsraum als dem Euro. Natürlich hat der US-Dollar auch so seine Risiken, das ist mir natürlich völlig klar. Aber wenn du eben international agierender Unternehmer bist, wenn du viel reist, wenn du ausgewandert bist, dann ist das schon ein sehr gutes Setup und du kannst dir eben dort in den USA, selbst wenn du nicht dort wohnst, eine komplette finanzielle Identität aufbauen mit sehr potenten Werkzeugen wie eben genau diese Kreditkarten. Also, wenn auch dich das interessiert, dann unterstützen wir dich gerne dabei. Alle weiteren Details dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich habe Deutschland vor 26 Jahren verlassen und ebenso die EU. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen man dann seit 20 Jahren dabei auszuwandern, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten, Firmen zu gründen, Vermögen vor der Zugrifflichkeit des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder nimm natürlich auch gern an einem unserer vielen Reisen und Seminare teil. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ganz besonders kann ich dir auch empfehlen, unseren Telegram-Kanal. Er ist ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos, ein sehr dynamischer Kanal. Die Community, das ist bei uns eigentlich eines der wichtigsten Aspekte. In der Community sind viele erfolgreiche Auswanderer und andere Mandanten drin, die sich mit der Etablierung eines Plan B im Ausland beschäftigen. Da sind wir permanent dabei, uns über sehr interessante Themen zu unterhalten. Das heißt, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern, zweite Staatsbürgerschaften, Vermögensschutz und so weiter beschäftigst, dann ist dieser Telegram-Kanal der ideale Anfangspunkt, um dann einmal in diese Welt so einzutauchen. Wie gesagt, ich hoffe auch dich einmal bei einer unserer Veranstaltungen kennenzulernen oder in einem Beratungsgespräch. Bis dann, alles Gute und toi toi. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.